In einer Welt, die oft von Selbstoptimierung und ständigem Streben nach Perfektion geprägt ist, geraten wir leicht in den Strudel der Selbstkritik. Doch, warum sollten wir endlich aufhören, uns selbst zu kritisieren? Die Antwort offenbart eine faszinierende Reise zu Selbstmitgefühl und innerer Freiheit, die nicht nur unsere mentale Gesundheit schützt, sondern auch unser Leben in eine positive Richtung lenken kann. Erstens. Selbstkritik als giftiger Gedankenstrudel. Selbstkritik ist wie ein giftiger Gedankenstrudel, der uns unaufhaltsam nach unten zieht. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viel wertvolle Zeit bereits in negativen Gedanken über dich selbst verschwendet wurde? Diese selbst auferlegte Last beeinträchtigt nicht nur deine Selbstachtung, sondern schmälert auch deine Fähigkeit, das Leben in seiner vollen Pracht zu genießen. Die Zeit, die wir mit Selbstkritik verbringen, ist wie ein kostbares Gut, das wir nie zurückbekommen können. Sie raubt uns die Freude am gegenwärtigen Moment und verschließt die Türen zu neuen Erfahrungen. Dieser Gedankenstrudel ist wie ein unsichtbares Gefängnis, aus dem wir ausbrechen müssen, um das volle Potenzial unseres Lebens zu entfalten. Zweitens. Der innere Kritiker und seine Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Unser innerer Kritiker ist kein sanfter Begleiter, sondern kann zu psychischem Stress und Angstzuständen führen. Die Zeit ist gekommen, diese Belastung loszulassen und unsere mentale Gesundheit zu schützen. In einer Welt, die ohnehin schon mit Herausforderungen gefüllt ist, können wir es uns nicht leisten, zusätzlichen Stress durch selbst auferlegte Kritik zu schüren. Die Auswirkungen des inneren Kritikers reichen weit über selbstzweifelnde Gedanken hinaus. Sie manifestieren sich in körperlichen Stresssymptomen, Schlafstörungen und einem ständigen Gefühl der Unzulänglichkeit. Unsere mentale Gesundheit ist ein kostbares Gut, das es zu schützen gilt, und der innere Kritiker ist ein Eindringling, der unsere emotionale Balance bedroht. Drittens. Energie für positive Veränderung und persönliches Wachstum nutzen. Stell dir vor, wie viel du erreichen könntest, wenn du die Energie, die du für Selbstkritik aufwendest, in positive Veränderung und persönliches Wachstum investierst. Die Tür zu deinen Träumen öffnet sich, wenn du lernst, die Kraft der Selbstakzeptanz zu nutzen. Dieser Weg ermöglicht nicht nur persönliche Entwicklung, sondern auch eine tiefgreifende Verbindung mit deinen innersten Zielen. Die Energie, die wir für Selbstkritik verschwenden, ist eine wertvolle Ressource, die wir umleiten können. Diese Umleitung ermöglicht es uns, uns auf konstruktive Ziele zu konzentrieren und unser volles Potenzial zu entfalten. Die positive Veränderung, die daraus resultiert, eröffnet uns neue Horizonte und erweckt schlummernde Träume zu neuem Leben. Viertens. Mitgefühl und Akzeptanz. Ein Geschenk an dich selbst. Du verdienst Mitgefühl und Akzeptanz von dir selbst. Die Zeit ist reif, sich selbst so zu behandeln, wie du es mit einem geliebten Freund tun würdest. Erlaube dir, die Unvollkommenheiten anzunehmen, die uns menschlich machen. In diesem Akt der Selbstliebe liegt der Schlüssel zur Freiheit von selbst auferlegter Kritik. Selbstmitgefühl ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für ein erfülltes Leben. Sich selbst mit den Augen der Freundlichkeit zu betrachten, ermöglicht nicht nur ein tieferes Verständnis für die eigenen Fehler, sondern schafft auch einen Raum für persönliches Wachstum. Das Geschenk des Mitgefühls an sich selbst ist der Anfang einer Reise zu innerem Frieden. Fünftens. Selbstmitgefühl als Schlüssel zum Selbstvertrauen. Selbstmitgefühl stärkt dein Selbstvertrauen und eröffnet dir die Möglichkeit, an deinen Zielen zu arbeiten, ohne von inneren Zweifeln gehemmt zu werden. Wenn du beginnst, dich selbst mit denselben wohlwollenden Augen zu sehen, wie du es bei anderen tust, öffnen sich Türen zu einem selbstbewussteren und erfüllteren Leben. Das Selbstvertrauen, das aus Selbstmitgefühl erwächst, ist keine übermäßige Selbstbeweihräucherung, sondern eine ruhige Überzeugung von der eigenen Würde. Es ermöglicht uns, Herausforderungen mit einer positiven Einstellung anzugehen und selbst in schwierigen Momenten unseren inneren Kompass nicht zu verlieren. Sechstens. Einzigartigkeit erkennen und feiern. Du bist ein einzigartiges Individuum, das es verdient, sich selbst zu lieben und zu schätzen.
Indem du dich von Selbstkritik befreist, kannst du deine eigene Einzigartigkeit erkennen und feiern. Jeder Schritt auf diesem Pfad der Selbstentdeckung führt zu einem tieferen Verständnis für die Fülle und Vielfalt, die du in die Welt bringst. Die Entdeckung der eigenen Einzigartigkeit ist eine Reise zu den Wurzeln des Selbst. Indem wir uns von den Ketten der Selbstkritik befreien, entfalten sich unsere individuellen Talente und Leidenschaften. Das Feiern der Einzigartigkeit ist ein Akt der Selbstliebe, der unsere Lebensreise mit Farben und Nuancen erfüllt. 7. Positive Veränderungen durch das Erlernen aus Fehlern. Negative Selbstgespräche behindern oft deine Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen. Wenn du aufhörst, dich selbst zu kritisieren, kannst du dich besser auf positive Veränderungen konzentrieren. Fehler werden zu Meilensteinen auf dem Weg zu persönlichem Wachstum und du gewinnst die Fähigkeit, selbstbewusst und mutig voranzuschreiten. Fehler sind nicht Zeichen von Schwäche, sondern wertvolle Lehrmeister auf unserem Weg. Indem wir uns von der Last der Selbstkritik befreien, erkennen wir in jedem Fehler eine Gelegenheit zum Lernen. Die Fähigkeit, aus Fehlern zu schöpfen, ist der Schlüssel zu anhaltendem Wachstum und zur Entfaltung des eigenen Potenzials. 8. Die Welt als Herausforderung, nicht als zusätzliche Hürde. Die Welt ist voller Herausforderungen. Warum solltest du dir selbst noch eine zusätzliche Hürde in den Weg legen, indem du dich selbst kritisierst? Indem du die Selbstkritik ablegst, erkennst du, dass du nicht gegen dich selbst, sondern mit dir selbst in diesem großen Abenteuer des Lebens kämpfst. Dieses Bewusstsein schafft Raum für eine optimistische Perspektive, die dich in jeder Situation stärkt. Die Welt mag uns mit Hindernissen und Prüfungen konfrontieren, aber sie ist auch ein Ort voller Möglichkeiten und Abenteuer. Wenn wir aufhören, uns selbst zur zusätzlichen Hürde zu machen, können wir die Herausforderungen mit mehr Leichtigkeit und Entschlossenheit meistern. Jeder Schritt wird zu einem Sieg auf unserem persönlichen Lebensweg. 9. Selbstmitgefühl und Beziehungsfähigkeit. Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz können deine Beziehungen zu anderen verbessern. Wenn du dich selbst liebst, fällt es dir leichter, Liebe und Verständnis für andere aufzubringen. Diese positive Energie wirkt wie ein Magnet und zieht nicht nur tiefere Verbindungen in persönlichen Beziehungen an, sondern beeinflusst auch deine Interaktionen in der Welt um dich herum. Die Art und Weise, wie wir uns selbst behandeln, spiegelt sich in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen wider. Selbstliebe schafft Raum für Empathie und Verständnis, was zu tieferen Verbindungen mit anderen führt. Das Mitgefühl, das wir uns selbst schenken, wirkt wie ein Heilmittel, das auch unsere Beziehungen zu Freunden, Familie und der Welt als Ganzes positiv beeinflusst. 10. Die Welt mit einem poetischen Filter sehen. Du siehst die Welt mit einem poetischen Filter, wenn du dich von Selbstkritik befreist. Du kannst die Schönheit und das Positive in allem erkennen und in vollen Zügen genießen. Diese Transformation deines Blickwinkels öffnet dir die Augen für die unendlichen Wunder des Lebens und gibt dir die Fähigkeit, selbst in den scheinbar einfachen Dingen Freude zu finden. Die Welt offenbart ihre Schönheit in den kleinen, oft übersehenen Momenten des Lebens. Wenn wir den poetischen Filter der Selbstkritik ablegen, eröffnen sich uns neue Perspektiven. Jeder Tag wird zu einem Gedicht und die Welt wird zu einem Ort, an dem wir die Magie im Alltäglichen entdecken können. In dem Moment, in dem du beginnst, dich von Selbstkritik zu befreien und Selbstmitgefühl zu praktizieren, setzt du eine transformative Kettenreaktion in Gang. Diese Reise zu Selbstliebe und innerer Freiheit wird nicht nur deine individuelle Lebensqualität steigern, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Menschen um dich herum haben. Du verdienst es, dich selbst zu lieben und zu schätzen. Mach den ersten Schritt zur Veränderung und befreie dich von dieser belastenden Gewohnheit. Teile gern deine Erfahrungen in den Kommentaren. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.